Am 20. August 1989 wurde das vornehme Viertel Beverly Hills in den USA zum Schauplatz eines schrecklichen Ereignisses. An diesem Abend befanden sich der Geschäftsführer José und seine Frau Maria Kitty Menendez in ihrer Villa in der North Elm Drive 722. Die Stunden zuvor hatten sie auf ihrer Yacht verbracht, wo sie Haie gefangen hatten, um sich zu entspannen. Sie begaben sich ins Spielzimmer, um einen Film zu genießen. Doch alle Absichten, sich zu erholen, waren dahin, als sie von jemandem überrascht wurden, der kein Erbarmen mit ihnen hatte. José wurde mit 6 Schüssen getötet und auf Kitty wurde 10-mal geschossen. Die beiden Söhne des Paares, der 21-jährige Lyle und der 18-jährige Eric, meldeten das Verbrechen kurz vor Mitternacht beim Notruf. Sie waren gerade von draußen zurückgekommen, klangen verstört und waren nicht in der Lage, die Ereignisse klar zu schildern. Lyle schrie, dass jemand seine Eltern getötet habe. Bei ihrer Ankunft bestätigte die Polizei, dass die Leichen vor Ort waren und als das Ehepaar identifiziert wurden. Die Geschichte der Familie Menendez beginnt mit José Menendez, der in Havanna, Kuba, geboren wurde und im Alter von 16 Jahren in die USA kam. Er stammte aus einer wohlhabenden Familie, doch seine Eltern schickten ihn dorthin, damit er lernen und eine bessere Zukunft haben könne. José wurde von Verwandten aufgenommen und einige Jahre später erhielt er ein Sportstipendium an der Southern Illinois University. Und dort lernte er Maria Louise Anderson, bekannt als Kitty, kennen, eine ehemalige Schönheitskönigin, die kaum älter war als er und aus einer wohlhabenden Familie stammte. 1963 heirateten sie, doch José vernachlässigte sein Studium nicht. Sie zogen nach New York, wo er sich am Queens College einschrieb und einen Abschluss als Buchhalter erwarb. Josés Karriere verlief rasant. Er arbeitete als Buchhalter bei Cooper & Libra und schaffte es, Geschäftsführer der Firma Hertz zu werden. Von dort wechselte er als Direktor zu RCA Records, einer der legendären Plattenfirmen. Kitty arbeitete ihrerseits als Lehrerin und parallel zu seinen Erfolgen begann sich die Familie Menendez zu vergrößern. Am 10. November 1968 kam das erste Kind des Paares, Lyle, zur Welt. Bald darauf zogen die 3 nach New Jersey, wo am 27. November 1970 ihr zweiter Sohn Eric geboren wurde. Dank des von José erreichten Status konnte die Familie Menendez ein luxuriöses Leben führen. Sie wohnten in einer Villa und die Jungen besuchten die Princeton School, eine der teuersten und renommiertesten Schulen des Landes. 1986 wurde José bei Carolco Pictures tätig, einer der dynamischsten Filmgesellschaften jener Zeit. 2 Jahre später zog die Familie nach Hollywood, genauer gesagt nach Beverly Hills. Ihr neues Zuhause wurde eine Villa in der North Elm Drive 722, wo Persönlichkeiten wie Prince und Elton John lebten. Die Familie Menendez galt als vorbildliche Familie der Oberschicht, angeführt von einem erfolgreichen Mann und bestehend aus 2 vielversprechenden jungen Männern. Sie genossen alle Privilegien, verkehrten mit anderen erfolgreichen Persönlichkeiten und die Zukunft sah noch verlockender aus. Ende der 80er Jahre genossen die Brüder alle nur denkbaren Privilegien. Doch ihre familiäre Situation wurde strenger. José übte Druck auf sie aus und verlangte, dass sie in jeder Disziplin die Besten seien, besonders im Sport. Er bezahlte die teuersten Tennistrainer, damit seine Söhne Perfektion und Professionalität erreichen konnten. Und wenn die Jungs nicht die erwarteten Ergebnisse zeigten, scheute sich der Vater nicht, sie wie jeden seiner Angestellten zu behandeln. Trotz des repressiven Umfelds gelang es den Brüdern, damit umzugehen und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Lyle wurde stark und selbstbewusst wie sein Vater, während Eric eher verschlossen und sensibel war, aber dennoch mit seinem Tennisteam Erfolg hatte. Gleichzeitig begann er sich für das Kino zu interessieren und Drehbücher zu schreiben. Und eines seiner Werke handelte von einem Sohn, der seine millionenschweren Eltern ermordet. Das weckte bei Kitty keine besondere Aufmerksamkeit. Sie half ihm sogar, das Material umzuschreiben. Diese Geschichte spiegelte jedoch den Druck wider, unter dem die Brüder standen. Doch anstatt sich einfach kreativ auszudrücken, begannen beide sich mit dunklen Machenschaften zu beschäftigen. Der erste Vorfall ereignete sich im Sommer, als Lyle 15 und Eric 12 Jahre alt waren, als Jana, ihre Cousine, zu Besuch kam, die einige Tage bei den Menendez verbrachte. Die Brüder nutzten einen Ringkampf, um sie auszuziehen und zu fesseln, bis sie schrie. Ein anderes Mal berührte Lyle ihre Brust, als niemand hinsah.
Ja, Jana erzählte Kitty von diesen Vorfällen, aber sie glaubte ihr nicht. 1987, während des ersten Semesters an der Universität, wurde Lyle beschuldigt zu betrügen, woraufhin er vom Unterricht suspendiert wurde. Zur gleichen Zeit begingen die Brüder Einbrüche und Vandalismus in anderen Häusern in Beverly Hills, woraufhin sie vor das Jugendgericht gestellt wurden, Sozialstunden ableisten mussten und einen Psychologen aufsuchen sollten. Diese Aufgabe wurde dem Psychiater Jerome Osiels anvertraut, einem der angesehensten auf diesem Gebiet. Auch José und Kitty blieben der Therapie treu. Diese Veränderungen trugen Früchte. José, der zuvor sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause gewalttätig gewesen war, wurde etwas entspannter, während Kitty ihre Kinder weiterhin unterstützte. Auch das Leben von Lyle und Eric verlief seinen gewohnten Gang. Der ältere Bruder studierte noch immer in Princeton und der jüngere plante, sich an der University of Southern California für den Studiengang Film einzuschreiben, obwohl er das Tennisspielen nicht aufgegeben hatte. Trotz aller sichtbaren Verbesserungen begannen die Brüder zu planen, was noch viel Schrecklicheres werden sollte. Am 18. August 1989 machten sich Lyle und Eric auf den Weg nach San Diego und kauften 2 Mossberg-Schrotflinten vom Kaliber 12. Am nächsten Tag mietete José eine Yacht und verbrachte den Tag mit dem Haifischen. Am Abend des 20. August kehrte die Familie in ihr Haus zurück. José und Kitty saßen auf dem Sofa im Spielzimmer und sahen sich den Film »Der Spion, der mich liebte« an, einen der James-Bond-Filme. Doch alle Anzeichen eines Entspannungsversuchs waren dahin, als Lyle und Eric vor ihnen auftauchten. Mit Schrotflinten bewaffnet wurde José durch einen Schuss in den Hinterkopf und 5 weitere Schüsse in andere Körperteile getötet. Kitty erging es nicht besser. Sie wurde durch 10 Schüsse in verschiedene Körperteile getötet. Sobald die Tat vollbracht war, duschten Lyle und Eric, zogen sich um und warfen die Waffen in eine Schlucht in der Nähe des Mulholland Drive und die blutbefleckte Kleidung in einen Müllcontainer an einer Tankstelle. Danach gingen sie ins Kino, um sich Batman anzusehen, und kehrten anschließend nach Hause zurück. Später gaben sie zu, dass sie damit gerechnet hatten, die Polizei am Tatort anzutreffen, die von einem Nachbarn alarmiert worden war, der den Schuss gehört haben könnte. Nur eine Nachbarin sagte später, sie habe etwas gehört, das wie Feuerwerk geklungen habe, aber sie habe dem keine große Bedeutung beigemessen. Die Brüder wollten nicht länger auf die Beamten warten und wollten auch nicht ins Gefängnis kommen. Um 23:47 Uhr rief Lyle den Notruf an und sagte zwischen seinen verzweifelten Worten, dass jemand seine Eltern getötet habe. Nach dem Anruf machte sich eine Gruppe von Beamten auf den Weg zum angegebenen Ort. Als sie ankamen, sahen sie, wie Lyle und Eric aus dem Haus rannten, nur um sich auf dem Rasen auf die Knie fallen zu lassen und zu sagen, dass sie ihren Augen nicht trauen könnten. Da die Beamten ihnen glaubten, betraten sie sofort das Haus und entdeckten das blutige Gemetzel. Die Brüder wurden zur Polizeidienststelle gebracht, wo sie einige Fragen beantworten mussten, doch kein einziger Beamter hegte Verdacht. Alle glaubten ihnen, als sie erzählten, sie seien nach einem nächtlichen Spaziergang über die Leichen gestolpert. Auf die Frage nach möglichen Tätern antwortete Lyle, es könnte die Mafia sein. Dank dieser überzeugenden Aussagen entgingen die Brüder zunächst der Untersuchung der Schmauchspuren, die belegen, dass jemand kürzlich geschossen hat, und dieses Alibi schien zu funktionieren. Der Mord an José und Kitty Menendez erschütterte die gesamte Hollywood-Gemeinde, da es sich um eine angesehene Familie aus dem Showbusiness handelte. Die Berichterstattung in den Medien war umfangreich und anfänglich im Einklang mit dem, was Lyle gesagt hatte. Die überzeugendste Version deutete auf eine Abrechnung mit der Mafia hin. Diese Version wurde dadurch gestützt, dass die Opfer in die Knie geschossen worden waren, was ein charakteristisches Merkmal von Vertretern des organisierten Verbrechens ist. Die Ergebnisse der Obduktion zeigten jedoch, dass die Schüsse auf diese Körperteile erst nach dem Tod abgegeben wurden. Die Opfer waren also vor der Tat nicht bewegungsunfähig. Das bedeutet, dass dies geschah, um die Polizei in die Irre zu führen. Es wurde außerdem festgestellt, dass jeder Schuss aus nächster Nähe abgegeben wurde, was erklärt, warum das Paar bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt wurde. Die Brüder schenkten den Ergebnissen der polizeilichen Ermittlungen jedoch keine Beachtung. Josés Lebensversicherung machte sie zu Erben von $650.000. Sie erbten zudem $1 Million.
Weit davon entfernt, ein bescheidenes Leben zu führen, lebten sie in verschwenderischem Stil. Lyle kaufte sich eine Rolex-Uhr und ein sehr teures Auto. Er brach das Studium ab und begann Häuser in New Jersey zu kaufen. Zudem kaufte Lyle ein Restaurant in Princeton. Er sprang 2 ehemaligen Kommilitonen zur Hilfe. Eric beschloss, Profi-Tennisspieler zu werden, zahlte $60.000 an einen Trainer und begann, an internationalen Turnieren teilzunehmen. Exquisite Abendessen und Reisen in Städte Europas und der Karibik wurden Teil ihres neuen Lebens. Eine Zurschaustellung von Geld und Macht, die die Aufmerksamkeit der engsten Familienangehörigen auf sich zog, doch niemand konnte ihnen vorwerfen, dass sie untätig blieben und ihr Leben weiterlebten. Die Ermittler, die den Fall bearbeiteten, hegten jedoch Verdacht und auf der Suche nach stichhaltigen Beweisen nahmen sie Kontakt zu Craig Cignarelli, einem Freund von Eric, auf. Sie vereinbarten, dass er sich mit dem jüngeren Menendez zum Mittagessen in einem Restaurant am Meer treffen würde. Cignarelli wurde abgehört und nutzte einen intimeren Moment, um das Thema des Verbrechens anzusprechen und ihn zu fragen, ob er etwas damit zu tun habe. Eric verneinte dies, und die goldene Gelegenheit schien vertan. Doch dann erhielt Cignarelli Zugang zu Material, das sich als wertvoll erweisen sollte. Ein Klassenkamerad von Eric stellte den Ermittlern eines der Drehbücher seines Bruders zur Verfügung. Es trug den Titel »Freunde« und war bis zum Ende in Zusammenarbeit mit Cignarelli geschrieben worden. Ein Drehbuch, in dem ein Sohn seine Eltern aus Geldgier tötet. In den Monaten nach dem Verbrechen schwiegen die Brüder, doch Eric litt. Ihm kam es vor, als sei er der schlimmste Mensch der Welt. Er konnte nicht länger schweigen. Am 31. Oktober suchte er seinen Psychiater Jérôme Osiels auf, der nie aufgehört hatte, mit jungen Menschen zu arbeiten. Während des Treffens begann Eric über seine Depressionen zu sprechen, erzählte aber schließlich die Wahrheit über den Mord an seinen Eltern. Jérôme hörte ihm zu und sorgte dafür, dass Lyle auf dem Laufenden war. Der ältere Bruder war wütend auf den Jüngeren, weil dieser gesprochen hatte, ohne sich mit ihm abzusprechen. Er drohte dem Psychiater sogar, zur Polizei zu gehen. Jérôme machte ihnen ohne zu zögern klar, dass die von ihnen begangenen Gräueltaten typisch für Soziopathen seien, und sie stimmten zu. Obwohl der Psychiater ihr schreckliches Geheimnis kannte, verurteilte er seine Patienten nicht, im Gegenteil, er setzte die Sitzungen fort, in denen er versuchte, mit Erlaubnis der Brüder in das Trauma einzutauchen, das zu solch wilden Taten geführt hatte. Jede Sitzung wurde aufgezeichnet, doch das Geheimnis kam bald ans Licht. Jérômes Aufzeichnungen wurden von seiner Geliebten Judy Smith abgehört. Am 5. November 1990 wandte sie sich an die Polizei. Neben den Aufzeichnungen berichtete sie von einem Streit zwischen den Brüdern in der Praxis des Psychiaters und von der Androhung, das Gesetz einzuschalten. Am 8. März erhielten die Ermittler einen Durchsuchungsbefehl für die Aufzeichnungen und alle Unterlagen von Osiels. Sie beschlagnahmten 17 Kassetten mit genügend Beweismaterial, um auf die Verdächtigen zu kommen. Am selben Tag verhafteten sie Lyle, der gerade in seine Villa zurückkehrte. Zu dieser Zeit befand sich Eric in Israel bei einem Tennisturnier, leistete jedoch keinen Widerstand, als er 3 Tage später am internationalen Flughafen von Los Angeles festgenommen wurde. Die Brüder Menendez wurden getrennt und ohne Anspruch auf Kaution bis zum Prozess in Untersuchungshaft genommen. Der Prozess gegen Lyle und Eric Menendez war umfangreich, kontrovers und bekannt. Zeitungen, Zeitschriften, Radiosendungen, Fernsehsender, alle Medien verfolgten die Nachrichten. Die jungen Angeklagten wiederum zogen durch ihre Attraktivität und ihre Vornehmheit große Aufmerksamkeit auf sich. Ihre Situation und die Tatsache, dass sie nicht wie Mörder aussahen, lösten eine ungesunde Bewunderung und Faszination aus. Nach Angaben des Bezirksstaatsanwalts hatten die Brüder ihre Eltern ermordet, um ein Vermögen im Wert von etwa $14 Millionen zu erben. Am 26. März 1990 plädierten beide Brüder auf nicht schuldig, und von diesem Zeitpunkt an spielten Beweise und Zeugenaussagen eine Schlüsselrolle. Eine der Aufzeichnungen von Jérôme Osiels wurde vom Richter als zulässiges Beweismittel anerkannt. Die Berufung verschob den Prozess um 2 Jahre, bis die Geschworenen in Los Angeles kein Urteil fällen konnten. Am 20. Juli 1993 begann der eigentliche Prozess, der im Fernsehen übertragen wurde. Die Menendez-Brüder schilderten ihre Taten detailliert und sparten dabei nicht mit den schrecklichsten Beschreibungen.
Doch sie hatten ein Team renommierter Anwälte unter der Leitung von Leslie Abramson. Sie spielte eine wichtige Rolle bei der Vorlage überzeugender Argumente vor Gericht. Die Anwälte betonten, wie sehr die Brüder unter dem Druck ihres Vaters litten. Außerdem berichteten sie, wie sie in ihrer Kindheit Gewalt durch ihren Vater und ihre Mutter ausgesetzt waren. Lyle fügte hinzu, dass er sich seinem Vater widersetzt und ihm gesagt habe, er werde von zu Hause weggehen. Daraufhin drohte José, ihn zu töten, damit er den Mund halte. Jede dieser Aussagen wurde von Weinen und sichtbarer Reue begleitet. Diese Aussagen überraschten enge Freunde und Familienmitglieder, darunter Diana, die sich an die Gleichgültigkeit ihrer Tante erinnerte, als sie ihr erzählte, wie ihre Cousins sie belästigt hatten. Obwohl dies eine schreckliche Enthüllung war niemand von der Wahrhaftigkeit dieser Worte überzeugt. Es wurde angemerkt, dass weder Lyle noch Eric darüber in den Sitzungen mit dem Psychiater gesprochen hatten, als sie danach gefragt wurden. Der jüngere Bruder sagte, er wolle sich nicht an ein so beschämendes Ereignis erinnern. Nach den Aussagen der Brüder und der 101 Zeugen war es Zeit, das Urteil zu fällen. Die Geschworenen konnten sich nicht einigen, weshalb das Verfahren für ungültig erklärt wurde. Der zweite Prozess im Fall Menendez begann im August 1995. Im Gegensatz zum ersten Mal gab es diesmal keine Fernsehübertragung. 60 Zeugen sagten in diesem Prozess aus. Die Angeklagten wurden erneut von Leslie unterstützt, obwohl andere Anwälte hinzugekommen waren. Die Anzahl der von der Verteidigung geladenen Sachverständigen war begrenzt. Die Technologie spielte eine entscheidende Rolle, da durch computergestützte Modellierungen der Morde nachgewiesen werden konnte, dass die jungen Männer vorsätzlich gehandelt hatten und neue Beweise zeigten, dass sie in den Tagen vor dem Vorfall keiner Gefahr ausgesetzt waren. Am 20. März 1996 wurden Lyle und Eric Menendez in 2 Anklagepunkten des Mordes ersten Grades mit Vorsatz für schuldig befunden. Am 17. April wurden beide zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilt. Da der Verdacht bestand, dass sie eine Flucht planen oder Strategien entwickeln könnten, wurde beschlossen, dass jeder von ihnen in ein separates Gefängnis, sogar in unterschiedlichen Bundesstaaten, gebracht wird. Die Entfernung hinderte sie nicht daran, Kontakt zu halten. Sie spielten beide per Briefwechsel Schach und ihre Versuche, gegen das Urteil Berufung einzulegen, scheiterten. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.